Hey, Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Call of Cthulhu. Erste Amtshandlung in diesem Video. Reinigung. Wir müssen so rein... Wunden werden hier dargestellt über rote Wunden. Also man sieht, man hat am Kopf eine Schramme. Jetzt machen wir einmal so. Wir verlieren eine Bandage. Und jetzt, wenn wir wieder zurückgehen... Genau, heilt er sich. Dafür kriegen wir eine Mullbinde weniger. Besuch der alten Stadt. Dreckig, dreckig. Ich habe übrigens jetzt schon seit... Ihr habt das letzte Mal gesehen, wann ich gespeichert habe. Seitdem gab es keinen Speicherpunkt mehr. Oder ich habe keinen gesehen. Also das Tage... Na komm, immer wenn neu geladen wird... Jetzt. So. Da, wo die Polizei stand. Ist. Okay. Jetzt müssen wir auf die Rückseite von seinem Gewischtladenmarkt. Das wird dann wohl hier sein. Ich würde zwar gerne mal speichern, aber offenbar nicht. Das Spiel wird schon wissen, wann es gut ist. So. Naja. Zeug? Was für ein Gemischtwarenladen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man hier... Hat er gar nichts zu sagen? Nothing of interest. Gar nichts. Kasse, nichts. Da steht wer. You don't look like your standard crook, sweetheart. Jesus, you crazy sap! Who the hell are you? Jack Walters, private detective. And considering your recent break-in and entering, how about I ask the questions? Have you any idea who I am? No, and I really don't care. My family has influential contacts in the Order, so I'd advise you to mind your manners, sir. I'm from out of town. The Order doesn't hold much sway with me. Really? Out of town, you say? How interesting. I'm Ruth. Ruth Billingham. Huh. You're Brian's broad. That figures. Brian? I don't believe I know a Brian. Yeah, right. I've been fed that line 1,000 times, and from much better liars than you. Look, Ruth, the rumor around town is that your lover boy is in the hands of the Order. What? No, that's not true. They'll have him killed. It was all my idea. I just wanted a clean break from here. What do you want me to do? I don't know. You're the detective. You think of something. I'll be waiting out at the old fishing cannery the next 2 nights, just past the abandoned railway station to Rowley. Was war das? When you find him, give him this. He'll know it's from me. Okay. Das ist wohl dieser Safe. Nothing of interest here. Kann man wieder nichts schieben. Dann haben wir nur noch diesen Safe. Also im Uhrzeigersinn anfangen. Das ist dann... Genau. So. 2 6 1 0. Hoffentlich stimmt's. Und jetzt? Ups. Nicht? That's not right. Okay, dann müssen wir mal schauen. Wir müssen mal so schauen. Da gibt's... Ach, das... Ja, dieses Mittel. Okay. Ramona Waits Tagebuch? Naja, sonst... Stammt von heute und lautet... Ich lag wach, Stammesväter. Ich wünschte, ich könnte einfach gehen um meine geheuchelte Heimat. Gestern probieren wir halt 2,7,10. Weil sonst bleibt nichts übrig. Das Tagebuch sagt, wir haben jetzt heute ungefähr Februar 1922. Im Uhrzeigersinn anfangen. Naja. 2, 7,
1, 0. That's not right. Das ist ja ärgerlich. Lass mal kurz schauen. Hier? Nicht? Ach, nicht die Zeichnungen. Hier. Den Monat? Februar. Den Tag? Okay. Und das Jahr. Warum mache ich eigentlich 10? Natürlich 12. Also, probieren wir nochmal 2, 6. 2. 6. 1912. 1. Und so rum 2. That's not right. Also nochmal so. So, 2. 7 diesmal. Ah, vertan. Nochmal 2. 7. 1 und nochmal 2. Ah, hallo? Kann man nicht öffnen? I must have got something wrong. Das war doch richtig offenbar. Also 2 7 1 2. That's not right. Dann probieren wir es mal andersrum. So. 2 6 1 2. Aha! Yes, that's it. Ich habe bloß falsch rum angefangen. So. Ein Speicherpunkt und das. The safe holds a heavily bound manuscript. The front is embossed with the words Book of Dagon. Aha. Ja. Mythenbände vermutlich. Buch von Dagon. Dieses schwere Buch wurde mit... Ja, ihr dürft wieder selber lesen. Okay, Planänderung. Tut mir leid, ich werde das vorlesen. Es ist einfach storytechnisch zu wichtig. Dieses schwere Buch wurde mit der Hand geschrieben und ist gebunden. Auf dem Umschlag ist der Titel Buch von Dagon geprägt. Es scheint ein religiöses Werk zu sein, das von einer Reihe uralter Tafeln übersetzt wurde. Es berichtet von einer Entität mit dem Namen Dagon, offenbar eine Art Meeresgott, und seiner Gemahlin Hydra. Sie sind die größten Mitglieder einer Unterwasserrasse, die tiefen Wesen, the Deep Ones, die sie mit Opfergaben und anderen Riten anbeten. Die Beschreibungen der Opfergaben sind besonders schockierend und es gibt Ausführungen zu Zaubersprüchen und anderen seltsamen Ritualen. Wenn dieses unglaubliche Manuskript der Wahrheit entspricht, reicht ihre Geschichte weit hinter die entferntesten menschlichen Ursprünge zurück und in ein unvorstellbar weit entferntes Zeitalter. Einige Individuen sind dermaßen alt, dass sie miterlebt haben, wie Kontinente entstehen und vergehen, denn sie können nicht am Alter sterben wie Menschen. Vater Dagon und Mutter Hydra sind solche Wesen und werden für ihr Alter und ihre Größe sehr verehrt. Den größten Respekt haben sie jedoch für einen dunklen Gott mit dem Namen großer Cthulhu, der angeblich in der Unterwasserstadt Riley liegt und träumt. Das Buch wirkt unvollständig. Die letzten Kapitel brechen ab, als ob die Übersetzung nicht komplett vorgenommen worden wäre. Aha. Einmal speichern hier. Speichern. So erfahren wir also immer mehr über diesen Orden von Dagon. Schrecklich. Ach, das ist das da. Spielen wir das Lied vom Tod und so, ne? It won't budge. Ja, müssen wir wieder hinten rum. Jetzt haben wir ja richtig viel herausgefunden. Was machen wir als nächstes? Man weiß es nicht. Es wird erstmal wieder It's getting geladen. late. I better start making tracks. I don't much fancy spending the night in this hole. Did you hear about Thomas Waits? You best not be asking about that, stranger. Nun,
Ich würde dann jetzt gerne wieder heimfahren, oder? Fragen wir mal im Hotel. Ach, unser Verfolger. Mist. Du könntest fahren. Stop your snooping. And there's for hotel staff only. Ich wollte jetzt da eigentlich... Naja. Do you have board for the night? We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. Was? Ach so. Das ist die Eingangshalle? Hey, you all right there, sir? You're starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. I'm fine, thanks. It's just the sea air around these parts. It makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Okay. Charlotte, can you come with me? I need to be telling you something. Perfectly. Excuse me, sir. The Innsmouth law doesn't like to be kept hanging about. I'll be right back with you shortly. Das glaube ich. Ich will auch so eine Bar. Pusch. Was war das? Und vor allem, was war diese Mutter? Okay. Er ist weg. Wir haben jetzt... It's the key to the back office. Okay, wenn der weg ist, dann schauen wir uns mal um. It's unlocked. Ah, na, mach auf. Wir haben nicht viel Zeit. Can't see anything of use. Jetzt gehen wir mal dahin. Oh, Munition. Für eine nicht vorhandene Waffe. War's das? I wonder what secrets this book holds. Das machen wir aber hier. Ah, und da ist er schon. If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over at the old Waite's house tonight. They reckon the old fool killed his own daughter. Caked head to toe in her blood, they says. And had to be dragged away, screaming and crying. I reckon there'll be a lynching for what he done. So. Okay. Ja. Ah. You're still looking pallid, sir. You're needing to have yourself some rest. Sleep well, and keep down the racket. Us Innsmouth are quiet folk. Oh Gott. Was? Kann man hier... Ich mach lieber zu, weil... Schrecklich. Okay. Amtshandlung hier. Die letzte ist noch... Ups. Die letzte hier ist dieses Buch lesen. Haben wir hier noch? Genau, das Postmortem-Aufzeichnung. Sie war lebhaft. Und wie? Ich ließ sie so lange am Leben wie möglich. Wegen der Musik, die sie machte. Was für Lungen. Und nachdem sie fertig war, fand ich diese Lungen in ihrem Aussehen so gut, wie sie klangen. Vielleicht werde ich sie behalten. Ihre Leber war außergewöhnlich süß. Ich wollte nie unbedingt nach New York. Aber wenn alle dort so viel quasseln wie die hier, verpasse ich wohl nicht viel. Als er aufwachte und die Messer sah, fing er sofort an zu reden und flehen und verhandelte um sein Leben. Die ganzen Wörter haben mich ganz schwindlig gemacht und ich musste ihm zuerst die Zunge
nehmen, damit er aufhört. In Zukunft warte ich wohl ein bisschen, nachdem sie mit dem Essen fertig sind. Seine Innereien haben so schlimm gestunken. Die Knochen waren fast alle draußen, als er starb. Bei den Arterien war ich besonders vorsichtig, damit er so wenig Blut wie möglich verliert. Er hielt dann auch viel länger durch. Das Fleisch bewegte sich von alleine, als er versuchte, seinen Arm zu benutzen. Aber ohne Knochen konnte er nichts machen, außer zucken. Ich nahm ihn aus dem Riemen heraus, damit er sich freier bewegen kann, und sah zu. Der neue Knebel war viel besser und er war ruhiger als sein Vorgänger. Ich habe Angst vor dem Kerl. Okay, was er mit uns vorhat, erfahren wir im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann.